Hi, ich bin Christopher von iDock und heute zeige ich dir, wie du das Display von deinem Motorola Moto X-Play selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist etwas schwieriger, da dort viele Teile stark verklebt sind und du solltest ungefähr 60 Minuten dafür einplanen. Du benötigst nur 4 Werkzeuge für die Reparatur und das sind im Folgenden ein Stahlspatel, ein Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und ein Spatscher. Außerdem empfehle ich dir noch unsere Magnetmatte, da dir sonst die Schrauben verloren gehen können. Die genannten Werkzeuge findest du in unserem Online-Shop und eine bebilderte Anleitung kannst du auf unserer Internetseite finden. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor ich mit der Reparatur loslege, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse verursache. Ich entferne jetzt den SIM-Kartenschlitten. Dafür drücke ich mit dem Werkzeug in das kleine Loch, bis der Schlitten herausrutscht und dann kann ich ihn herausnehmen. Um das Gerät zu öffnen, muss ich am unteren Ende in die kleine Öffnung mein Werkzeug einführen und dann das Backcover vorsichtig lösen und wegnehmen. Ich entferne jetzt die 17 Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher aus dem Gehäuse, um dieses danach entnehmen zu können. Bei den Schrauben besteht keine Verwechslungsgefahr, die sind alle gleich lang. Jetzt kann ich das Gehäuse schon entfernen, dabei werden mir vielleicht die beiden Tasten für Standby und Volume herausfallen. Sollten euch die beiden Tasten nicht herausfallen, könnt ihr sie auf jeden Fall danach sofort entfernen. Gut, dann trenne ich jetzt den Akku und danach gleich die NFC-Antenne. Dann entferne ich jetzt den Akku, indem ich meinen Stahlspatel seitlich vorsichtig hier drunter führe und etwas heble. Das mache ich auf beiden Seiten. Und man merkt dann dabei, dass es sich immer mehr löst. Und als nächstes versuche ich den Stahlspatel vorsichtig unter den Akku zu führen, bis ich den Akku dann herausnehmen kann. Ich habe mir jetzt die beiden Kontakte für Display und die Bedienelemente freigelegt. Diese muss ich entriegeln und danach vorsichtig mit der Pinzette herausziehen. Es ist dabei sehr wichtig, dass ich die beiden Flexkabel nicht zu stark ziehe oder knicke. Um das Logic Board zu entfernen, muss ich beachten, dass es mit dem Rahmen verklebt ist. Es empfiehlt sich hier, das Logic Board oder das gesamte Gerät, besser gesagt, etwas zu erwärmen und nachdem das dann erwärmt ist, mit dem Stahlspatel vorsichtig vom Gerät zu lösen. Dafür führe ich den Stahlspatel an allen Stellen, wo ich einen Eingang finde, unter das Logic Board, versuche dabei aber ganz vorsichtig vorzugehen, weil ich nie weiß oder nicht genau weiß, ob irgendwelche Bauteile oder Anschlüsse darunter liegen. Unter das Board führen und schrittweise alles lösen. Ist dabei wichtig, dass ich das Board nicht zu stark biege, weil sonst die dort drauf gelöteten Bauteile und die Lötverbindungen brüchig werden bzw. brechen können. So, ist es gelöst, nehme ich es einfach weg. Für das neue Display muss ich noch einige Teile aus dem alten übernehmen. Dazu gehören die Hörmuschel und die Tasten für Standby und Volume. Für die Hörmuschel führe ich vorsichtig meinen Stahlspatel zwischen das Gehäuse und die Hörmuschel und versuche den Klebstoff etwas zu lösen, bis ich die Hörmuschel komplett gelöst habe und entfernen kann. Und als nächstes, das ist etwas schwieriger, muss ich die 3 Tasten lösen. Die sind mit einem Bügel am Gehäuse eingehakt.
Am neuen Display setze ich die Tasten für Lautstärke und Standby wieder ein. Dafür muss ich die Bügel hier auf diese Wand führen und einhaken und dann noch das Flexkabel etwas in Form biegen. Als nächstes setze ich die Hörmuschel wieder ein. Dafür führe ich sie an ihren ursprünglichen Punkt und beachte dabei, dass die Nase an der Hörmuschel in die 2 Nasen am Gehäuse greift. Da ich jetzt das neue Display vorbereitet habe, kann ich das Logic Board wieder einsetzen. Das muss ich dazu vorsichtig auf das Gehäuse führen und beachten, dass ich keine Flexkabel unter dem Logic Board einquetsche. Und mit leichtem Druck drücke ich das dann wieder auf den Rahmen, damit sich der Klebstoff ordentlich verbindet. Nachdem ich das Logic Board eingesetzt habe, kann ich die beiden Kontakte für die Bedienelemente und das Display wieder anschließen. Dies mache ich vorsichtig mit einer Pinzette. Und nachdem ich jeden Kontakt in die Buchse geschoben habe, verriegle ich diese, damit sie im Normalbetrieb nicht mehr herausrutschen. Es ist dabei ganz wichtig, dass die Flexkabel bis zum Anschlag hineingeschoben werden, damit sie auch wirklich den elektrischen Kontakt haben. Jetzt baue ich den Akku wieder ein und dafür brauche ich nur ungefähr die Position, die ich mir mit dem Stecker ganz gut merken kann, finden und dann drücke ich den Akku noch etwas an, damit er sich wieder ordentlich verklebt. Ich schließe jetzt die NFC-Antenne an und danach gleich den Akku. Ich setze jetzt das Gehäuse wieder auf und schraube mit dem Torx-Schraubendreher die 17 Schrauben wieder ein. Das spulen wir für euch etwas vor, damit wir euch das Ganze nicht komplett ansehen müsst. Jetzt habe ich das Gehäuse wieder angebracht und darf jetzt aber nicht die Tasten vergessen einzusetzen. Um das Gerät wieder zu schließen, setze ich jetzt das Backcover an. Das muss einmal ganz flächig angedrückt werden, damit alle Nasen in den Rahmen einrasten. Jetzt setze ich den SIM-Kartenschlitten wieder ein. Dafür führe ich ihn in die Öffnung und drücke ihn mit dem Finger herein, bis er einrastet. Jetzt, wo ich das Display eingebaut habe und das Gerät soweit wieder zusammengesetzt habe, teste ich noch einmal, ob wirklich alles funktioniert. Dafür nehme ich mir eine App auf dem Display, berühre sie und schiebe sie über den gesamten Bildschirm. Wenn das Display nicht richtig funktionieren würde, würde die App irgendwann wieder zurückspringen. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise können über die Kommentarfunktion gestellt werden und die werde ich gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal.